Der dreiste Betrug mit der Energiepauschale. Wir alle leben in schwierigen Zeiten. Eine Einmalzahlung vom Staat soll helfen, die hohen Energiekosten aufzufangen. Doch Betrüger nutzen die Energiepauschale für Abzockversuche. Kalte Wohnung, leerer Kühlschrank und im Dunkeln wohnen, das ist für viele Rentner, Geringverdiener, Alleinerzieher und Arbeitslosengeldempfänger eine Horrorvorstellung. In solchen Zeiten klingt es immer verlockend, Geld geschenkt zu bekommen. Im konkreten Fall geht es um die 300 € Energiepauschale, mit der inzwischen Schindluder getrieben wird. Auf die dreiste Abzocke komme ich gleich zu sprechen. Hier nochmal zur Erinnerung. Anspruch auf die 300 € Energiepauschale aus dem zweiten Entlastungspaket haben alle, die in Deutschland leben und arbeiten oder Grenzpendler sind. Das sind Angestellte, Auszubildende, Beamte, Soldaten, Minijobber oder Aushilfskräfte. Wer sich in Altersteilzeit befindet, bekommt sie ebenfalls. Der Wunsch vieler, die Energiepreispauschale zu bekommen, machen sich inzwischen Betrüger zunutze. Durch das dritte Entlastungspaket haben nun auch Rentner Anspruch auf die 300 € und Studenten erhalten 200 €. Voraussetzung ist natürlich, dass die betroffene Person nicht schon im September das Geld bekommen hat. Auf jeden Fall wurden nun auch die Rentner bedacht. Leider sind gerade Rentner zu gutgläubig und könnten schnell in die Betrugsfalle tappen, denn die Verbraucherzentrale warnt vor Phishing-Mails mit der Energiepauschale. In einer Phishing-Mail geben sich Betrüger als Sparkasse aus und versuchen, an die persönlichen Daten zu kommen. Wer kein Kunde bei der Sparkasse ist, weiß eigentlich sofort Bescheid und wird die E-Mail sicher ignorieren. Die Sparkasse hat aber zahlenmäßig die meisten Kunden, sodass es sich für die Betrüger durchaus lohnt. Als Anrede schreiben sie: Liebe Kundin, lieber Kunde. Wenn man eine E-Mail oder einen Brief per Post von seiner Sparkasse bekommt, wird man grundsätzlich mit seinem Namen angeredet. Außerdem würde die Sparkasse niemals nach den persönlichen Daten in einer E-Mail fragen. Unter dem Text ist dann der Button zur Homepage. Klickt man auf den Button, gelangt man auf eine Webseite, die wie von der Sparkasse aussieht. Dort soll man die persönlichen Daten angeben, um mit der Prüfung der Identität den Anspruch der Auszahlung zu bestätigen. Folgt man den Anweisungen und trägt die Daten ein, können die Betrüger das Konto leer räumen. Wenn ich jetzt die Seite meiner Sparkasse aufrufe, bekomme ich aktuelle Sicherheitswarnungen angezeigt und da steht eben unter anderem auch Phishing-Angriff in Bezug auf die Energiepauschale des Bundes. Wer also solch eine Mail im Zusammenhang mit der Energiepauschale bekommt, sollte keinen Link klicken, nicht auf die E-Mail antworten, sie als Spam kennzeichnen oder in den Spam-Ordner verschieben. Ja, was können die Betrüger auf eure Kosten machen? Also, das weiß ich natürlich nicht. Fakt ist aber, dass es sich um Identitätsdiebstahl handelt und die Betrüger auf eure Kosten zum Beispiel im Internet shoppen, das Konto leer räumen oder kriminelle Geschäfte in eurem Namen machen können. Auch per SMS versuchen Kriminelle Geld und Daten ihrer Opfer abzuzocken. Ähnlich wie bei der E-Mail gibt es diese Abzocke per SMS. Hier taucht allerdings als vermeintlicher Absender das Bundesfinanzministerium auf. Da steht in etwa: Sie müssen noch einen Betrag von 254,33, also man achte ohne Angabe einer Währung, also da steht kein Euro, Sie müssen einen Betrag von 254,33 erhalten. Verifizieren Sie sich und erhalten Sie den Betrag per, und dann steht ein Link, den man dann anklicken soll. Wer solch eine Aufforderung per SMS bekommt, sollte sofort den Absender blockieren und die Nachricht auch löschen. Sollte jemand darauf reingefallen sein, ist sofort Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Sparkassen und Banken sowie auch das Finanzamt machen immer alles schriftlich. Schickt die Sparkasse mal einen Newsletter raus, so werdet ihr immer mit eurem Namen angeschrieben. Seid also schön wachsam und fallt nicht auf die Betrugsmasche rein. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Gute, eure Jutta Martin.